Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen super leckeren, saftigen Zitronenkuchen. Und dieser Kuchen, der darf sich auch wirklich so nennen, denn er wird mit viel frischem Zitronensaft gemacht. Wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Rezepte. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's! Zuerst fetten wir unsere Backform mit etwas Butter ein. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch den Rand mit einfettet, damit später der Kuchen gut aus der Form gleiten kann. Dann streuen wir die Form mit Paniermehl aus. Auch hier den Rand bitte nicht vergessen. Ihr könnt das aber auch mit Mehl oder gemahlenen Nüssen machen. Jetzt brauchen wir den Saft von 2 Zitronen. Um den Saft besser rauszubekommen, rolle ich am Anfang mit dem Handballen über die Zitrone. Am besten geht es allerdings natürlich mit einer Zitruspresse. Der Zitronenkuchen wird später richtig schön zitronig, da wir viel frischen Zitronensaft verwenden. Dann geben wir 250 Gramm Zucker in eine Schüssel. Dazu kommen 2 Päckchen Vanillezucker. Jetzt kommen 4 Eier der Größe M hinzu. Dann wird das Ganze mit einem Mixer auf höchster Stufe verrührt. Wie ihr seht, ist die Masse anfangs noch ganz gelb und flüssig. Mich würde mal interessieren, was so euer Lieblingskuchen ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ihr rührt sie jetzt so lange, bis sie schön weiß, cremig und voluminös geworden ist. Das kann allerdings schon mal bis zu 5 Minuten dauern. Dann gebt ihr einen Großteil vom frisch gepressten Zitronensaft dazu. Ein bisschen verwahrt ihr euch davon. Den restlichen Zitronensaft, den braucht ihr später für die Glasur des Kuchens. Das Ganze jetzt noch mal gut 2 Minuten mit dem Mixer weiter verrühren. Jetzt vermischen wir 250 Gramm Mehl, ich habe hier ganz normales Weizenmehl genommen, mit 2 Teelöffeln Backpulver. Das Ganze gut mit einem Löffel verrühren. Nun sieben wir das Mehl zu unserer leckeren Zitronencreme. Jetzt kommen 125 Milliliter sprudelndes Mineralwasser, 50 Gramm zerlassene Butter und 60 Milliliter geschmacksneutrales Öl dazu. Ihr solltet am besten Rapsöl oder Sonnenblumenöl verwenden. Natürlich kommt auch noch eine Prise Salz dazu. Eine Prise Salz gehört an jede Süßspeise. Sie hebt den süßen Geschmack des Kuchens noch besser hervor. Jetzt werden die Zutaten nochmal mit dem Mixer auf höchster Stufe gut miteinander verrührt, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben. Die Zitronencreme ist jetzt richtig weiß, schön cremig und fluffig geworden.
Sie hat jetzt deutlich an Volumen zugenommen und genau so sollte sie dann auch aussehen. Jetzt geben wir den Teig in unsere vorbereitete Backform. Die Backform sollte jetzt circa zu 2/3 gefüllt sein. Jetzt klopfen wir die Backform ein paar Mal kräftig auf die Arbeitsfläche. Das ist wichtig, damit sich der Teig gleichmäßig in der Form verteilt, damit später keine Löcher im Kuchen entstehen. Jetzt kommt der Kuchen für ca. 35 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Nach 35 Minuten macht ihr die Stäbchenprobe. Wenn das Stäbchen sauber ist, ist der Kuchen durch, sonst muss er noch mal für ein paar Minuten zurück in den Ofen. Wenn der Kuchen gar ist, lasst ihr ihn erst einmal in der Form auskühlen. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, könnt ihr ihn vorsichtig aus der Form lösen. Wenn er doch ein bisschen klebt, geht ihr mit einem Messer vorsichtig um den Rand herum. Dann lässt er sich ganz leicht lösen. Als nächstes rühren wir die Puderzuckerglasur an. Dazu geben wir zuerst ca. 150 Gramm von dem Puderzucker in eine Schale. Jetzt brauchen wir den Zitronensaft, den wir zurückgehalten haben. Den Zitronensaft gebt ihr jetzt schlückchenweise zum Puderzucker dazu. Nach jeder Zugabe von etwas Zitronensaft den Puderzucker schön durchrühren. Dabei wird er immer cremiger und flüssiger. Ihr gebt so viel von dem Zitronensaft dazu, bis die Glasur die richtige Konsistenz hat. Falls die Glasur doch mal zu flüssig werden sollte, gebt ihr einfach noch ein bisschen Puderzucker dazu. So bekommt ihr dann irgendwann die gewünschte Konsistenz. Jetzt geben wir die angerührte Glasur über den Kuchen und verteilen sie gleichmäßig. Das geht am besten mit einem Pinsel. Wir verteilen sie über den gesamten Kuchen, auch den Rand einpinseln. Ihr könnt die Puderzuckerglasur übrigens auch mit Wasser anrühren, aber hier passt es jetzt perfekt mit dem Zitronensaft. Sobald die Puderzuckerglasur getrocknet ist, könnt ihr den Kuchen auch schon anschneiden. Und das hier ist dann das tolle Ergebnis. Ein leckerer Zitronenkuchen, der innen schön fluffig und saftig ist. Er ist wunderschön aufgegangen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann seid doch gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!